Hi, mein Name ist Jonas Thielebein und ich bin Ingenieur im Team vom Volkswagen R. Hi, ich bin Benny Leuchter, bin Test- und Entwicklungsfahrer bei Volkswagen und wir gucken uns jetzt einmal das Thema Fahrmodi im neuen Golf 8R an. Am besten wir gehen dazu nach drin. Okay Benny, dann gucken wir uns mal die Fahrprofilauswahl an. Jawohl. Zum einen sehen wir, dass wir im Golf R immer in Sport starten und dann sehen wir die normalen Profile, nenne ich sie mal. Komfort, Sport und Race, bei denen wir die bekannten Sachen verstellen wie DCC, wenn du ein geregeltes Fahrwerk hast, wie die Fahrpedalkennlinie, wie die Lenkung, die Akustik und so weiter. Das Getriebe, all diese ganzen Geschichten, die man ja schon kennt, genau. Ganz genau. Und wir haben ja schon davon gesprochen, im R-Performance-Paket haben wir zwei Sonderprofile und die haben wir in einem kleinen Geheimmenü versteckt. Sehe ich auch hier, wenn ich hier nämlich auf Race bin, habe ich so einen kleinen Pfeil. Richtig, genau. Und wenn du dann auf Race gehst, entweder über die Fahrprofilauswahl oder aber indem du einmal fest auf den R-Knopf am Lenkrad drückst, Ja. dann öffnet sich das Menü und wir sehen die beiden Profile Drift und Spezial. Genau, das sind jetzt im Prinzip die Profile, die es nur im R-Performance-Paket gibt und die verändern das Auto auf jeden Fall nochmal grundlegend. Du hast gesagt, das Getriebe haben wir auch angefasst. Und Getriebe ist wirklich auch eine wichtige Geschichte, Benny. Da hast du vor allem auch einen maßgeblichen Anteil dran an dem speziellen Automatikprogramm in diesen beiden Fahrprofilen. Vielleicht kannst du dazu mal einen Schlag erzählen, was wir da gemacht haben. Wir haben hier Leistungsgrenzen ausgereizt, sind an die maximalen Grenzen gegangen beim Hochschalten. Das heißt, das Auto schaltet maximal spät hoch und jetzt kommt's, maximal früh runter. Das heißt, wir warten nicht immer, bis wir irgendwo bei 3000 Drehungen gelandet sind und schalten dann runter, sondern sobald wir eine Drehzahl erreicht haben, wo der nächstmögliche Gang eingelegt werden kann, zack, wird er eingelegt. Warum machen wir das? Ganz klar, Jonas. Auch hier wieder performancemäßig auf der Rennstrecke brauchst du das. Dann hast du nämlich das Motorbremsmoment im Auto auch nochmal, um besser zu verzögern vor Kurven. Ja, das bringt dir auf jeden Fall Performance und Rundenzeit. Richtig, und sobald du aufs Gas gehst, hast du auch sofort wieder die maximale Leistung, weil du dich schon in sehr hohen Drehzahlen befindest. Das ist wirklich ein großer Vorteil. Aber ein ganz wichtiger Punkt in den beiden Untermenüs, nicht nur in S+, das heißt in dem automatischen Schaltprogramm, verändern wir viel, sondern eben vor allen Dingen auch im manuellen Schaltprogramm. Es ist der erste Golf, und da sind wir sehr stolz drauf, ist der erste Golf R, der im Automatik bzw. mit dem DSG-Getriebe im manuellen Modus nicht eigenständig hochschaltet, wenn ich an den Drehzahlbegrenzer ranfahre, sondern wir können tatsächlich bis an den Drehzahlbegrenzer ranfahren und das gibt einem Fahrer die Möglichkeit natürlich, wie mit einem manuellen Schaltgetriebe unterwegs zu sein. Gerade auch wenn du auf der Nordschleife unterwegs bist und zwischen zwei Kurven bin, ich habe da immer ganz gerne das Brünnchen zwischen Eingang und Ausgang, da könntest du eigentlich einen Gang hochschalten, ja? Oder die bisherigen Modelle haben immer einen Gang hochgeschaltet und hier fahren wir so ungefähr so 10, 15 Meter lang in den Begrenzer rein und es lohnt sich eigentlich rein rundenzeittechnisch nicht, dort nochmal hochzuschalten und das ist jetzt hier mit dem Auto möglich. Wir fahren an den Begrenzer ran, hört sich wirklich cool an, weil wir wirklich in den harten Begrenzer fahren und bringt auf jeden Fall auch Performance. Ja, Benny, weil du gerade noch den Begrenzer ansprichst. Im Drehzahlmesser wird dir übrigens auch angezeigt, wann der optimale Schaltzeitpunkt wäre oder wann es wirklich langsamer Zeit ist zu schalten. Wir nennen das Ganze Schaltblitz und das ist wie eine Ampel mit einem grünen Segment, einem gelben Segment, einem roten Segment und wenn du in den Begrenzer reinfährst, blinkt das Ganze sogar. Ja, wie im Rennauto auch. Und wie du es aus dem Rennauto genau, kennst. so muss es sein. Also wirklich sehr viel Herzblut, sehr viel Kundenfeedback in die beiden Modi reingeflossen und auf die sind wir wirklich stolz und die machen auch richtig Spaß. Wir hoffen, euch haben die Videos gefallen. Wir haben euch den Golf 8R ein wenig näher gebracht. Ein komplexes technisches Fahrzeug mit verdammt viel Spaß. Und Jonas, wir beide drehen jetzt, glaube ich, noch ein Ründchen, oder? Richtig. Volkswagen.